Die Frage, die wir uns in diesem Video stellen werden: Kann eine Nullspalteinlage, dieses Desaster, was ihr da auf der rechten Seite seht, kann sie das verhindern oder minimieren? Oder gibt es andere Vorteile? Taucht sie was? Ich werde eine bauen. Nach dem Intro geht's los. Ich sitze hier vor meiner Dewalt Tischkreissäge und zwei Dinge beschäftigen mich. Zum einen beschäftigt mich, dass ich hier in diesem Riesenschlitz schon ganz oft kleine Holzteile verloren habe. Die sind dann nach dem Sägen einfach weg gewesen. Nicht weg, sondern hier drin. Und die sind dann teilweise auch so lang, dass sie natürlich auch nicht rausgesägt werden. Das heißt, ich muss immer dabei und wieder sauber machen. Und dann beschäftigt mich die Frage, ob ich wohl durch so eine Null-Spalt-Einlage, Zero Clearance Insert, ob ich da wohl Sägeschaub minimieren kann. Also der Staub, der hier so in der Umgebung auftritt. Ja, und deswegen werde ich jetzt so ein Ding bauen. Ich baue jetzt ein Zero Clearance Insert, eine Null-Spalt-Einlage. Aber erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, dass ich mir mit diesem Video ein paar neue Abos dazu verdienen kann. Ich hoffe, ich kann euch soweit begeistern, dass ihr meinem Kanal mit einem Abo folgt. Ihr müsst nicht zwingend die Glocke drücken, das könnte euch dann nerven, wenn jedes Mal ein Video kommt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Wie gesagt, so ein Abo würde mir reichen. Schauen wir mal, ob ich es schaffe, mir das zu verdienen, okay? So, wollen wir mal schauen. So, ja, natürlich hätte ich das auch von Hand machen können. Habe ich auch schon mal. Und zwar hier meine erste Einlage für mein Dado-Sägeblatt damals, weil dieses hier Lieferzeit hatte, kam das nicht schnell genug. Und dann habe ich mir ja selber eins gebaut. Und hier könnt ihr sehen, das habe ich direkt zurechtgesägt, habe mir die Rundung eingezeichnet und habe vor meinem Spindelschleifer gestanden und habe das alles schön gerundet und habe mir letztendlich hier diese Einlage gebaut. Die passt auch soweit ganz gut, kommt auch in etwa mit der Höhe hin, liegt nur irgendwie 1 mm zu tief. Aber mit so einem Laser ist es halt einfacher und genauer und es spart natürlich Arbeit. Ja? Ich stehe jetzt hier nicht vor der Säge und säge, ich stehe auch nicht vor dem Spindelschleifer und schleife und es ist, wie gesagt, es passt. Das ist vorne. Es passt natürlich ganz wunderbar. Seht ihr? Es kann durchaus sein, dass ich noch mal ein bisschen schmürgeln muss an einer Stelle. Das ist mir aber auch recht, weil, schaut mal hier, ja, seht ihr und hört ihr, das ist locker 1 Millimeter. Und wenn ich 1 Millimeter Spiel habe, dann ist das natürlich auch keine Zero Clearance Einlage mehr, ne? Weil wenn es einmal auf dieser Seite ist und einmal auf dieser Seite, dann bedeutet das, dass mein Spalt hier vom Sägeblatt auch schon wieder breiter ist, als er soll. Und deswegen habe ich mir diese hier gemacht, damit die wirklich ganz perfekt da reinpasst. Ha, ohne Spiel. Ja, und da ich hiermit auch keine Höhenfunktion hatte und das einfach gerade irgendwie so ein bisschen so gepasst hat, dass es ein kleines bisschen drin stand, werde ich natürlich das hier jetzt ganz penibel nachbauen und werde mir auch die Schrauben und werde mir auch einen Öffnungsmechanismus da reinbauen. Weil schaut mal hier, das normale Teil hat hier eine Schraube. Da muss ich jedes Mal einen Kreuzschlitzschraubenzieher nehmen. Und das ist dann doch der Hammer, ne? Dieses nachgekaufte Teil hier, das hat hier so ein kleines Drehrad. Das kann man mit der Hand bedienen, ohne Werkzeug. Werkzeugloses Entnehmen. Da fragt man sich doch, warum schafft das der Hersteller nicht? Ist das echt so viel teuer? Dann sollen sie das Ding doch 5 Euro teurer machen. Mein Gott. Aber ja, da musst du dir erst was aus dem Zubehör kaufen. Aber baue ich nach. Baue ich alles nach. Ja, kurzer Break. Ein Reminder an Remind Me, dem Sponsor des heutigen Videos. Remind Me ist ein kostenloser Wechselservice für Strom und oder auch Gas. Die wechseln für euch jedes Jahr völlig automatisch euren Stromtarif und euren Gastarif. Immer in den günstigsten Tarif des seriösesten Anbieters. Das ist der absolute Hammer. Mehr sparen könnt ihr nicht. Immer den günstigsten Preis, Sofortbonus, Neukundenbonus, Wechselbonus, was auch immer. Günstiger und automatischer kriegt ihr es nicht. Geht unten auf den Link in der Videobeschreibung.
Ihr fragt euch, was ich gemacht habe. Schaut ihr, Schraube. Ich habe jetzt von dieser Seite hier mit einem 7,5er Bohrer gebohrt. Das bedeutet, ich kann jetzt hier die kleine Schraube einbringen hier unten. Die sitzt dann stramm drin. Die werde ich noch mit Leim zusätzlich befestigen. Und dann habe ich hier mit dem Forstner Bohrer 1 cm, also 10 mm, habe ich mir hier oben die Löcher reingebohrt. Und das sind jetzt original die Schrauben, wie sie auch in meiner bestehenden Spaltkeileinlage drin sind. Und damit werde ich dann die Höhe einstellen können. Weil insgesamt habe ich so irgendwie 11 mm, 11,5 mm Höhe habe ich bis zu den Stempeln. Und dieses Brett ist irgendwie knapp 10 mm, 9, hast du nicht gesehen. Das bedeutet, die Schrauben gucken hier unten raus und überbrücken quasi die 1,5 mm. Und so kann ich mir die perfekte Höhe einstellen. So, ich habe hier schnellfest genommen. Nehme ich immer sehr gerne. So. So, das mit den Muttern hat wunderbar geklappt. Ich denke mal, da bin ich auf dem richtigen Weg. Nun ist es ja so, dass die Originalhalterung hier hinten so zwei kleine, wie sage ich immer, Nupsis hat. Und damit greift es natürlich unter die Tischkreissäge, unter die Oberkante und sorgt natürlich dafür, dass es nicht rausfällt. Das hätte ich natürlich jetzt auch gerne. Und dafür ist das Material an sich natürlich zu spröde. Ne? Also mit einer durchgefärbten schwarzen MDF-Platte kriegen wir das jetzt nicht hin. Deswegen habe ich mir gedacht, ich baue da ein kleines Stück Kunststoff ein, was dann irgendwie so da rausguckt. Und ich werde das genau an die Stelle hinbauen, wo auch der Schlitz von dem Sägeblatt hinkommt, weil ich will ihn nämlich, wenn möglich, nicht ganz durchziehen. Ich möchte also nicht hinten offen haben wie hier, sondern ich möchte ein bisschen Material behalten und dann ist es auch nicht sicherlich, oder andersrum ausgedrückt, es ist sicherlich hilfreich, wenn dann auch noch mal ein Stückchen Kunststoff von unten ist, dass die Brücke hier unten, das letzte kleine gesägte Stück dann vielleicht zusammenhält. Das ist meine Idee. Ja, der muss hier rein. So, die Gesamtdicke ist 11,35. Der kleine Nupsi hier ist 3,78. Das macht ungefähr 7,5. 7,5 roundabout, 7,57 um genau zu sein. So, hier haben wir 10,2. Ja, das heißt, ich muss von unten ungefähr 2,6 mm wegnehmen, damit ich dann, wenn ich das Teil einklebe, auf die Höhe komme. Da ist die neue Fräslift-Steuerung von Phronix natürlich ideal. Okay, ich habe mir jetzt meinen 12 mm Fräser da reingebaut und hole mir jetzt den Nullpunkt. 0 automatisch, 0. So, Ziel, was hatte ich gesagt? 2,6 mm. Zack. Okay. Fahr auf Ziel. Oh, das sollte es sein. Da, schaut euch das an. Perfekt drin. Jo, den klebe ich jetzt auch fest. Ja, während jetzt also quasi meine hinteren Nupsis trocknen, will ich euch mal eben kurz meinen Verschluss vorne zeigen. Also in diesem nachgekauften Brett ist es ja so, dass auf der Oberseite hier so ein kleiner Drehknopf ist und auf der Unterseite ist hier mit einer gefederten Schraube, hier könnt ihr das sehen, ein Unterteil, was dann eben hier quasi einhakt. Ne? So, und damit sich das mitdreht, haben wir hier auch einen Mitnehmer. Das habe ich mir jetzt 1:1 nachgebaut. Das hier ist das Unterteil, habe ich mir gedruckt. Und das hier ist das Oberteil. Und die passen natürlich selbstverständlich perfekt ineinander und es lässt sich auch drehen. Da ich mich im Nachhinein aber entschieden habe, hier ja eine schwarze Platte zu nehmen, mache ich es also quasi genau umgekehrt. Ich habe mir den obersten dann nochmal gedruckt in Gelb. Das habe ich quasi invertiert. Ich habe jetzt nicht mehr eine gelbe Platte mit einem schwarzen Knopf, sondern ich habe eine schwarze Platte mit einem gelben Knopf. Ne? So. Und der da läuft konisch zu, meiner ist oben 25, damit ich noch Platz habe. Und ja, so kommt er hier rein. Wenn ich jetzt diese spröde
Platte mit einem Forstnerbohrer bearbeiten würde, um dieses Ding da reinzubekommen, dass es dann quasi verschwindet, dann bleiben unten 2 mm über. Das hält natürlich nur von 12 bis Mittag, das ist logisch. Deswegen habe ich mir hier eine aus 2 mm starken Acrylglas, habe ich mir hier eine Unterlegscheibe angefertigt. Und ihr könnt sehen, das ist genau so, wie es auch auf der Originalscheibe ist. Das ist genau der Weg, den mein Rädchen geht. Und das werde ich unten einkleben. Das bedeutet, ich werde jetzt von unten mit einem 30er Forstnerbohrer in die Platte bohren, soweit, dass dieses Ding dort verschwindet. Und dann werde ich den Rest des Loches weiter bohren mit einem 25er Forstnerbohrer, damit der da reinpasst. Und dann sollte er auch komplett verschwinden. Soweit die Idee. Ja, das hat mal richtig gut funktioniert. Habe hier unten so einen kleinen überstehenden Rand gelassen, weil von unten sieht man das eh nicht. Und ja, ist jetzt eingeklebt und ich denke mal, das werde ich nicht kaputt kriegen. Ach so, falls ihr hier diesen Rand hier vorne seht, diesen Falz, ich glaube, das ist ein Falz, ne? Den habe ich im Nachhinein reingebracht. Der ist nämlich auch beim Original. Seht ihr das hier? Beim Original haben wir hier auch ein quasi Falz. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir hier diese Erhöhung haben. Hier ist irgendwie Stoff reingeklebt, reingearbeitet worden. Hier haben wir diese dicke Kante, die würde wohl noch funktionieren, aber hier dieses Stoffding ist reingearbeitet und deswegen steht das hier über. Und dann würde das den Einleger halt hochdrücken, ne? Deswegen ist hier die Falz. Hier hinten mit unserer Einrasthilfe. So, jetzt liegt das schön drin hier. Etwas vertieft, ganz wunderbar. Also irgendwo muss ich doch Federn haben. Ah ja, genau, da. So, Unterlegscheiben brauchen wir auch, zumindest eine. So, in das Oberteil habe ich die Schraube nicht eingeleimt, sondern ich habe sie mit einem Lötkolben reingepresst. Ich habe so lange erhitzt und gedrückt, bis sie quasi reingeschmolzen ist. Dann habe ich mir eine passende Schraube ausgesucht mit einem dicken Flachkopf. Schraube, Feder, Scheibe rein. So, und versuchen festzuschrauben. Und die Feder tut ihren Dienst. Könnt ihr das sehen? Da, wie beim Original. Ich zeige euch das mal. Seht ihr hier? Genau so. Ja, Knopf ist versenkt. Lässt sich drehen. Bin gespannt. Der große Test. Ja, schaut euch das an. Wir sind fest. Hammer. Auf Anhieb. Ja, ihr habt gesehen, ich habe hier ein paar Schlitze reingebracht. Einige sind total unnütz, vielleicht. Und einer ist mir persönlich ganz wichtig. Die schrägen Schlitze, ich weiß nicht, ob es der Luft was bringt, dass sie so ein bisschen besser, wenn da eine Platte drauf liegt, vielleicht seitlich zirkulieren kann. Hat aber was von der Optik her, finde ich. Finde ich eigentlich ziemlich granatengeil. Aber der hier in der Mitte, wo ihr gesehen habt, ich habe mir den hier angezeichnet, das ist tatsächlich die Mitte meines Sägeblattes. Und da habe ich mir hier einen ganz kleinen Acrylstreifen, durchsichtiges Acrylglas zugeschnitten. Und ihr seht, der passt da genau rein. Den werde ich da gleich einkleben. Dann werde ich es hier noch an den Seiten natürlich bündig machen. Aber das ist meine neue Mitte. Das ist mein Mittelpunkt. Wofür brauche ich das? Ich arbeite ja sehr gerne hier mit diesen Klötzen, um jetzt beispielsweise auch die Höhe des Sägeblattes herauszufinden. Und dann lege ich mir meinen Klotz hier halt hin.
Und ich muss gestehen, bisher wusste ich immer nie, wo ist die Mitte von meinem Sägeblatt. Ja, wenn das hier nur so ein bisschen rausguckt, kann man das gar nicht so genau sagen. Ist es mir hier oder ist es mir hier? Und jetzt weiß ich ganz genau, ich lege es auf meinen Plexiglasstreifen und dann bin ich exakt in der Höhe meines Sägeblattes und kann die Höhe von dem Blatt nehmen. So, jetzt wollen wir das einmal ölen. Ich nehme ja seit neuestem immer normales Leinöl, ganz günstig, und den Härter von Ruby Monocode. Habe ich ja gute Erfahrungen gemacht bei meinen ganzen Sachen hier und spart enorm viel Geld. Habe ich auch einen Short zu, verlinke ich euch mal oben im Eck. So, fertig getrocknet, alle Schrauben sind drin, sie gucken auch raus. Sie haben also ihre Daseinsberechtigung, könnt ihr sehen. Verschluss ist dran, passt jetzt hier wunderbar rein und lässt sich auch verriegeln. So, jetzt guckt das Sägeblatt hier so weit raus, wenn ich das normale Sägeblatt da rein tue, dass ich dieses Ding nicht drauflegen kann. Deswegen werde ich jetzt erstmal eins von meinen Dado-Sägeblättern nehmen, was in etwa die gleichen Abmessungen hat. Jetzt kommt er da gerade gegen, mal eben sehen, wie weit wir hier kommen. 1, 2, 3. Ja, ich versuche mal 3 Umdrehungen zu machen. Ich werde mal 3 Umdrehungen hochfahren. Da ist er. So, jetzt mal sehen, ob es mit dem anderen Sägeblatt hinkommt. So. Ja, das hat nicht ganz so viel gebracht. Dann muss ich das jetzt einfach so versuchen. So, dann wollen wir mal schauen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier hinten genau an dieser Stelle das Stück geklebt habe mit dem Kunststoff, damit es hier jetzt noch die Brücke ist zwischen den beiden, damit es mir hier hinten nicht auseinanderflattert. Wunderbar. Seht ihr das, wie toll das da reinpasst? Absolut hervorragend. Ja, sie ist jetzt perfekt drin. Absolut die richtige Höhe. Ich glaube, vorher hatte ich meine alte nicht mal so gut eingestellt. Sägeblatt ist auch drin, Spaltkeil passt rein. Alles soweit wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt ein paar Probesägungen und vergleichen mal alt mit neu. Jetzt muss ich euch noch eins dazu sagen an dieser Stelle, das ist wohl ganz wichtig. Es kommt jetzt darauf an, wie abgeschirmt euer Raum da drunter ist. Wenn ihr also selber vielleicht einen Kasten unter eure Tischkreissäge gebaut habt, der komplett abgeschirmt ist, dann würde das ja bedeuten, dass diese Zero Clearance, diese Nullspalteinlage, insbesondere dran, wenn das Sägeblatt ausgefahren ist, dann habt ihr das Ding ja dicht. Dann kommt ja nur noch durch diesen kleinen minimalen Zwischenraum kommt ja Luft nach. Ich will damit sagen, ihr produziert dann in eurer Box ein Vakuum und aus einem Vakuum heraus saugt sich kein Staub ab, da passiert gar nichts. Ihr braucht also eine Frischluftzufuhr,
die es euch ermöglicht, dass eure Absaugung überhaupt etwas mitnehmen kann. Es muss also unbedingt Luft nachströmen. Jetzt ist diese Dewalt hier schon 1000-mal besser abgeschirmt als die Holzmann, die ich vorher hatte. Das war ein Desaster. Da konnte ich ja eine Auffangschublade da drunter haben, ne? Okay, egal, ist ein anderes Lied. Diese hier, wie gesagt, ist schon deutlich besser abgeschirmt, aber sie ist weit davon entfernt, luftdicht zu sein. Sie hat also hier vorne einen Auslass, hier einen Auslass, bedingt auch natürlich alles noch so ein bisschen durch diese Kippmechanik. Hat sie so ein paar überlappende Schaumstoffteile, aber nichtsdestotrotz ist diese Box hier drunter nicht dicht. Deswegen konnte ich mir hier zusätzliche Öffnungen sparen. Wenn eure Box dicht ist, würde ich euch empfehlen, hier vielleicht nochmal einen Lufteinlass reinzumachen. Wahrscheinlich lieber auf dieser Seite als auf dieser hier, weil hier sägt ihr ja sowieso meist immer. Und ja, aber wie gesagt, ich brauche das nicht, aber es ist ein wichtiger Punkt, auf den ihr achten müsst. Also einfach nur mal hier so eine Nullspalteinlage bauen und dann macht ihr alles dicht. Das hat keinen Nährwert, dann saugt es darunter einfach nicht mehr ab. Das müsst ihr also bitte im Auge behalten. Aber bei mir, bei der Dewalt hier, denke ich mal, wird es so noch funktionieren. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, sägen mal was mit der alten und mal was mit der neuen. Ja, das war irgendwie ernüchternd, ne? Also gut, zugegeben, es war wirklich natürlich die drastischste Methode, etwas zu sägen, nämlich einfach nur 2 mm von der Kante abzusägen, dass auf der anderen Seite des Sägeblattes nichts stehen bleibt. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Ich habe es euch ja hier hingeschoben, ihr habt es gesehen, also es war weniger, ja, aber was soll ich sagen? Also ich hätte mich gefreut, wenn es nochmal die Hälfte weniger gewesen wäre. Ne? Gut, der Schnitt, den ich danach gemacht habe, das ist ja eigentlich eher das, was häufiger passiert, dass man nicht einfach mitten reinsägt. Und obwohl ich von oben gar nicht abgesaugt habe und in dem anderen Fall ja auch noch, das kommt ja noch hinzu, vielleicht hätte die Absaugung von oben ja auch noch was gebracht. Aber das bringt sie ja ohnehin, ob mit oder ohne Zero Clearance Insert. Nullspalteinlage. Ja, also nichtsdestotrotz werde ich hier sicherlich noch staubfreier sägen können, wenn ich die von oben einfach mit dazu hole. Aber so für die schnelle Sägung mal eben zwischendurch, für den normalen Fall, dass links und rechts das Brett aufliegt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe ja sehr kleine Streifen geschnitten. Die sind ja normalerweise immer gleich verschwunden. Die waren ja eigentlich immer gleich weg. Sowas kannst du ja nie retten. Ja, das hat also gut geklappt. Also ja, ich hätte mir mehr erhofft, aber trotzdem ist es nicht schlimmer als vorher. Es ist besser geworden als vorher, es ist nicht schlimmer geworden als vorher. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps dazu. Könnt ihr mir natürlich gerne unten in die Kommentare setzen. Würde ich mich freuen, wenn ihr noch eine Idee habt. Ich habe mir einige Nullspalteinlagen angeguckt und habe auch die wildesten Konstruktionen gesehen. Aber keiner hat hier dieses Ding nachgebaut, so wie ich das gemacht habe. Könnt ihr auch unter der Videobeschreibung sind die Download-Files für den Druck auf Thingiverse. Also ihr könnt euch das nachbauen, nachdrucken. Ne? Also mein Verschluss, muss ich gestehen, man soll sich ja nicht selber loben, aber mein Verschluss finde ich richtig geil. So, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Ne, der kommt ja ist ja besser als bei der Originaleinlage, oder? Das hat ja nicht mal die Originaleinlage so einen geilen Verschluss. Das hatte ja erst die Dado-Blatt-Einlage, die ich mir nachgekauft habe. Ja, okay, jetzt will ich so ein Ding auch noch mal drüben für meine Kapp- und Gärungssäge die nächste Zeit bauen. Kriegt ihr vielleicht auch noch mal ein Video drüber. Schauen wir uns mal an, was es dann dort bringt. Ja, also, falls es euch gefallen hat und falls ich euch inspirieren konnte, denkt dran, Abo würde mich super freuen. Ansonsten Daumen hoch wäre auch klasse. Kommentieren, alles super. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Euer Ingo.